Am Rande einer steilen Klippe, wo ein Fehltritt den Tod bedeuten könnte, steht eine Bergziege still. Unter ihren Hufen liegt ein tiefer Abgrund, der sich Hunderte von Metern erstreckt, darüber schneidet ein eisiger Wind durch die Luft, und vor ihr liegt nur ein schmaler, kaum 10 cm breiter Felsvorsprung. Für jedes andere Tier wäre dies ein sicherer Weg in die Gefahr, aber nicht für diese erstaunlichen Kreaturen, die die unzugänglichsten Gipfel unseres Planeten bezwungen haben. Bergziegen sind die wahren Könige des Hochlands, die Gebiete erobert haben, in die sich selbst die kühnsten Raubtiere nicht wagen. Stellen Sie sich vor, ein Tier von der Größe eines kleinen Pferdes, etwa 1,5 Meter lang und über 100 Kilogramm schwer, springt mit der Grazie eines Turners über 3 Meter hohe Felsspalten in mehreren Kilometern Höhe. Das klingt unglaublich, nicht wahr? Und doch sind es genau diese Kunststücke, die Bergziegen täglich vollbringen, indem sie Höhen von bis zu 4.500 Metern erklimmen, höher als jedes andere große Säugetier der Erde. Das Geheimnis ihrer erstaunlichen Fähigkeiten liegt in der einzigartigen Struktur ihrer Hufe, ein wahres Wunderwerk der Naturtechnik. Jeder Huf ist ein komplexes Gebilde mit einer weichen Innenschicht, die selbst die kleinsten Unebenheiten des Gesteins wahrnimmt, und harten Kanten, die perfekten Halt auf Oberflächen bieten. Wenn eine Bergziege auf einen Felsen tritt, kleben ihre Hufe geradezu an der Oberfläche, so dass sie sich sogar an fast senkrechten Wänden festhalten kann. Ist der Halt unsicher, springt das Tier schnell zum nächsten Felsvorsprung, bis es eine stabile Position gefunden hat. Doch das Leben in schwindelerregenden Höhen ist nicht nur eine Frage der Kletterkünste. Hier, wo die Temperaturen auf brutale -46 Grad Celsius fallen können und der Wind so stark ist, dass er selbst einen erwachsenen Mann umwirft, haben Bergziegen einen Weg gefunden, nicht nur zu überleben, sondern auch zu gedeihen. Ihr dickes Fell ist wie ein Thermoanzug, der sie im harten Winter warm hält. Im Sommer kann dieses Fell jedoch zu einem ernsthaften Problem werden, im Gegensatz zu vielen anderen Tieren können Bergziegen nicht schwitzen und müssen wie Hunde hecheln, um nicht zu überhitzen. Die Suche nach Nahrung wird für diese Tiere zu einer echten Herausforderung. Im Winter müssen sie sich mit ihren Hufen durch den Schnee wühlen, um die spärliche Vegetation wie Gräser, Moose und Flechten zu erreichen. Die gefährlichsten Reisen unternehmen die Bergziegen jedoch auf der Suche nach Salz, einem lebenswichtigen Mineral, das sie für die Gesundheit ihrer Knochen und Hörner benötigen. Auf der Suche nach Salz sind sie bereit, in Täler hinabzusteigen, in denen Raubtiere lauern, oder sogar auf von Menschen errichtete Dämme zu klettern, um die salzigen Ablagerungen auf dem Beton zu lecken. Salz ist für Bergziegen so wichtig, dass ihre Knochen und Hörner ohne genügend davon schwächer werden könnten, weshalb sie bereit sind, ihr Leben für diese tödlichen Expeditionen zu riskieren. Während dieser unglaublichen Reisen treffen die Bergziegen auf erbitterte Feinde. Pumas und Schneeleoparden, erfahrene Jäger, versuchen, sie zu fangen, wenn sie auf der Suche nach Salz oder Nahrung absteigen. Doch selbst diese mächtigen Raubtiere sind den bemerkenswerten Gleichgewichtsfähigkeiten der Ziegen oft hilflos ausgeliefert. Wo ein Puma auf einem schmalen Felsvorsprung den Halt verlieren könnte, bewegt sich die Bergziege, als wäre sie zu Hause, und wehrt Angriffe mit ihren scharfen Hörnern souverän ab. Die größte Bedrohung für junge Ziegen geht jedoch nicht von Raubtieren am Boden aus, sondern von den Herrschern der Lüfte, den mächtigen Steinadlern. Diese großen Adler, die hoch in den Bergen schweben, können ein unvorsichtiges Ziegenbaby schnappen und es in die Schlucht stürzen. Die Ziegenmütter müssen ständig auf der Hut sein, um ihre Jungen vor plötzlichen Angriffen aus der Luft zu schützen. Aber selbst Raubtiere sind nicht die größte Gefahr für Bergziegen. Lawinen und Felsstürze fordern mehr Menschenleben als alle ihre Feinde zusammen. Im Winter kann eine ganze Herde unter einer Schneelawine begraben werden, und nur die stärksten und beweglichsten können dieser Kältefalle in die Freiheit entkommen. Jeder Überlebende gibt seine einzigartigen Fähigkeiten an die nächste Generation weiter, wodurch die Art noch besser an das Leben unter extremen Bedingungen angepasst ist. Die Brutzeit, die in die härteste Zeit des Jahres, Spätherbst und Winter, fällt, ist besonders dramatisch. Normalerweise versammeln sich einsame Männchen, und es kommt zu heftigen Kämpfen zwischen ihnen um das Recht, ihren Stammbaum fortzusetzen. Ein Treffer mit den scharfen Hörnern kann tödlich sein, so dass es oft eher darum geht, Stärke und Größe zu demonstrieren.
Nach der Paarung suchen die trächtigen Weibchen abgelegene Orte für die Geburt auf und schon wenige Minuten nach der Geburt müssen die winzigen Zicklein, die mit kleinen Hörnern geboren werden, ihre erste Höhenangst überwinden und ihrer Mutter auf gefährlichen Bergpfaden folgen. Bergziegen haben eine einzigartige Sozialstruktur entwickelt, in der die Männchen die meiste Zeit des Jahres getrennt von den Weibchen mit ihren Jungen verbringen. In den weiblichen Gruppen herrscht eine besondere Atmosphäre der Fürsorge und des Lernens, die Jungtiere lernen überlebenswichtige Fähigkeiten, sie lernen, Gefahren zu erkennen und sichere Wege in den Bergen zu finden. Jeder Tag ist eine Überlebenslektion, bei der der Preis für einen Fehler das Leben ist. Die Mütter geben die Fähigkeit weiter, sich auf den schmalen Bergpfaden sicher zu bewegen, und lehren ihre Nachkommen, wie sie verschiedenen Raubtieren ausweichen können. Trotz der Härte ihres Daseins überleben die Bergziegen nicht nur, sondern gedeihen in ihrer extremen Welt. Allein in Nordamerika gibt es etwa 100.000 Bergziegen, und diese Zahl wächst weiter. Im Gegensatz zu vielen anderen Wildtieren, deren Populationen unter dem Druck der Zivilisation abnehmen, haben Bergziegen bewiesen, dass sie auch in der heutigen Welt überleben können. Ihre unzugänglichen Gipfel sind zu einem natürlichen Schutzschild vor den meisten menschlichen Bedrohungen geworden. Im Laufe der Jahrtausende haben sich diese erstaunlichen Tiere nicht nur an das Leben unter extremen Bedingungen angepasst, sondern auch ihre Grenzen in Stärken verwandelt. Wo andere Arten sich zurückzogen, errichteten Bergziegen ihr Reich der Höhen. Jede neue Generation wird stärker als die letzte und perfektioniert ihre Überlebensfähigkeiten. Wenn man ihr Leben beobachtet, kommt man nicht umhin zu staunen, wie die Natur Wesen geschaffen hat, die so perfekt an ihre Umwelt angepasst sind. Jedes Detail ihrer Anatomie, jede Verhaltenseigenschaft ist eine Antwort auf die Herausforderungen, die die raue Bergwelt mit sich bringt. Ihre Augen können selbst bei schlechter Sicht kleinste Veränderungen im Gelände erkennen, und ihr Gehirn verarbeitet Informationen über die Körperposition schneller als jeder Supercomputer. In der freien Natur nehmen Bergziegen einen besonderen Platz ein, sie sind zu einem Symbol für ungebrochenen Lebenswillen und den Triumph der Anpassung an eine feindliche Umgebung geworden. Ihre Reise zeigt, dass man selbst unter den härtesten Bedingungen nicht nur existieren, sondern ein wahres Höhenreich aufbauen kann. Dies ist eine Erfolgsgeschichte, die von Hufen und Hörnern in Stein gemeißelt wurde. Bergsteiger, die majestätische Gipfel besteigen, sprechen voller Ehrfurcht von Begegnungen mit diesen schwer fassbaren Gebirgsherren. Wie die Geister der Gipfel erscheinen die Ziegen auf steilen Felsen und verschwinden ebenso geheimnisvoll in der nebligen Ferne. Ihre Fähigkeit, unvorstellbare Hindernisse zu überwinden, lässt die Menschen das Konzept des Unmöglichen neu überdenken. Jedes Jahr im Frühling, wenn die Sonnenstrahlen die eisigen Gipfel zum Leben erwecken, werden neue Generationen von Bergziegen geboren. In ihren ersten unsicheren Schritten auf schmalen Felsvorsprüngen liegt die ganze Weisheit ihrer Vorfahren, alle Geheimnisse des Überlebens in einer Welt, in der jedes Zögern den Tod bedeuten kann. Wenn Sie diese majestätischen Tiere am Rande des Abgrunds betrachten, denken Sie daran, Sie sind Zeuge eines Meisterwerks der Evolution, eines Höhepunkts der Naturtechnik. Millionen von Jahren natürlicher Auslese haben eine Kreatur geschaffen, bei der jedes Merkmal, jede Bewegung bis zur Perfektion ausgefeilt ist. Im durchdringenden Blick der Bergziegen spiegelt sich die rohe Kraft des Lebens selbst wider, ihr unaufhaltsamer Drang zu gedeihen, selbst dort, wo das Überleben unmöglich scheint. Sie verkörpern den Triumph der Natur über chaotische Kräfte, ein lebendiges Zeugnis dafür, dass wahre Perfektion durch die Überwindung härtester Prüfungen entsteht.